Schon ganz cool, die Wand eigentlich, ne? Ja. Aber irgendwie... Ich glaube, ich habe hier noch ein Teil, was das Ganze richtig schön ergänzen könnte. Ich würde sagen, für jeden, dessen Herz für eine P90 schlägt und sich zurückgehalten hat aufgrund der Qualitätsmenge anderer Hersteller. Ja, das ist auf jeden Fall das Gewehr, was ihr gesucht habt. Ja, moin Mädels und herzlich willkommen zu einem für mich sehr schönen neuen ACS-Review. Wir gucken uns heute, wie ihr im Titel mit Sicherheit schon gelesen habt, die neue Crytek P90 an. Ist das überhaupt die Crytek P90 oder muss man sagen Crytek, EMG International, Cybergun, was war es noch? Keine Ahnung, wir gucken gleich nochmal rein. Da sind ja irgendwie noch ein paar andere involviert. Aber wie ihr sehen könnt, schöner kleiner Karton. Es ist die P90 drin. Unglaublich geil. Ja, für uns wird die Ehre zuteil, die allererste P90 in Europa zu haben von Crytek. Erst auf der EU hat das Ganze möglich gemacht. Hm? Ja, also ich freue mich tierisch darüber und wir werden uns das jetzt mal angucken hier. Ne? Ja, mach auf das Ding. Ja, ich mach das auf. Ja. So. Okay. Seid ihr bereit? Ja. Oh. Hätten wir ja schon mal vorbereiten können. Man muss noch ein bisschen auf die Folter spannen und erstmal gucken, was hier drin ist. Ja, genau, natürlich. Ja, das ist viel wichtiger. Also es ist auch ein bisschen wichtig, finde ich. Hier sieht man nochmal, raus hier. Die Karte war eigentlich das, was ich jetzt als erstes sagen wollte. EMG International gehört dazu. IWIC irgendwas und dann das G ist auch, heißt auch irgendwas. Das ist hier der belgische Hersteller vom Original. Und Crytek und Cybergun. Über Cybergun wird das Ganze dann nach Europa importiert, glaube ich, ne? So war das, denke ich. Ja, Lizenzprodukt, steht hier alles auf der Karte drauf. So, ein Crytek-Sticker ist dabei, eine User-Manual und eine Warranty-Card. Kaliber 6 mm, ist klar. Länge über alles 502 mm, 502,7. Das ist ein halber Meter nur. Weißt du, wie kurz die Scheiße ist? Total geil. Wiegt wohl angeblich 2,29 Kilo. Innenlauf 255 mm lang, Innenlaufdurchmesser 6,05 mm. Also ein Standard Brass Crytek Innenlauf. Die Waffe ist einen halben Meter lang und ein Viertelmeter lang ist der Innenlauf. Richtig geil. Ich meine, ihr müsst mal überlegen. Der hier ist ein genauso langer Lauf drin. 21 plus RPS, je nach Akku natürlich auch irgendwo. Das wird nach Japan und Italien mit 0,96 Joule ausgeliefert, der Gerät. Und in alle möglichen anderen Länder. Da sieht das, ne? Wandert das Ding mit 1,5 Joule raus. Was da wirklich dran ist, können wir leider jetzt nicht genau sagen, denn wir haben hier eine 05er Version, also scheiße. Damit müssen wir halt leben, weil es halt die erste ist. Damit wisst ihr auf jeden Fall schon mal, wie es dann ausgeliefert werden soll. Am Ende soll sie so zwischen 500 und 600 Euro kosten. Ganz genau können wir es leider noch nicht sagen. Ist ja nun mal leider noch nicht auf dem Markt, wird sich dann noch finden. So, jetzt gucken wir mal. Hier, da. Ja. Eine P90. Unglaublich. Da ist sie. Das gute Stück. Schön, klein, handlich und nicht so schwer. Geht. Mit dabei ist ein Laufreinigungsstab, ein Adapter für einen Akku auf Mini-Tamiya-Stecker. Das Ding wird ausgeliefert mit DIN-Stecker und ein Einstellschlüssel für das Korn. So, was sie sich auf jeden Fall dabei gedacht haben, ist schon ziemlich geiles Scheiße. Ihr müsst euch überlegen, erstmal ist hier endlich mal
ein Originalmagazin dabei, was man wirklich gebrauchen kann. Ich wollte mir ja selber schon öfter mal eine P90 kaufen und habe dann immer wieder bei Teamkollegen gesehen, so ja, dann nur hier ein 50 Schuss Midcap, das feedet noch nicht mal richtig, oder irgendein rasselndes Highcap, wo du, keine Ahnung, nicht mehr richtig schießen kannst, wenn du nach unten zielst, weil die Kugeln dann nach vorne rollen und so ein Scheiß alles, weißt du, wer will denn sowas haben? Meines Wissens nach gab es nie so wirklich passende Magazine für P90. Das hier ist total geil. Das Magazin hat serienmäßig entweder 200 Schuss oder 50 Schuss. Je nachdem, wie ihr wollt. 200 Schuss ist halt schon mal richtig geil. Das ist ja wie PTS bei dem EPM1 Magazin. Ihr könnt hier ganz vorne einfach das Ding beladen, so wie jedes andere Magazin, auch darüber beladen. Und hier hinten, da einmal umschalten, so sind es 50 Schuss. Und so sind es 200 Schuss. Wenn das einmal vollgeladen ist mit 200 Schuss, könnt ihr das als Schütze einmal direkt hier verfolgen, wie die Kugeln weniger werden. Und wenn die Kugeln hier hinten verschwinden, dann ist der Punkt erreicht, wo ihr gerade so noch 50 Schuss drin habt. Voll geil, kannst du richtig gut dadurch dann erkennen, wann du das nächste Magazin wechseln solltest. Im Notfall kann man hier oben drauf auch nochmal sehen, wie die Kugeln dann zu Ende gehen. Also ich finde das ziemlich geil. Ein Tokyo Marui Magazin, Midcap, Low Cap sind das, glaube ich, 70, 80 Schuss oder sowas. Haben wir selber nicht getestet, haben wir von einem Bekannten testen lassen. Er hat auf jeden Fall versprochen, dass das feedet und funktioniert und sitzt und hält. Allerdings hat man da dann natürlich die Abschaltung hier nicht. Bei diesem Magazin ist es so, dass wenn das Magazin leer ist, dieser Pinöpel hier, auf den ich gerade zeige, der kommt dann raus und betätigt im Gewehr hier diesen kleinen Taster. Und dadurch hört das Gewehr auf zu schießen. Das heißt, dieses Gewehr hat mit dem passenden Magazin eine Empty Mag Detection. Geile Sache. Wenn der Schalter nicht betätigt ist, kannst du trotzdem schießen. Das heißt, du kannst auch andere Magazine verwenden. Super, funktioniert dann halt die Abschaltung nicht. Ne? Ob ein Zymer-Magazin funktioniert zum Beispiel, das kann euch vielleicht jetzt der Julian vom Spielfeld erzählen. Hallo Spielfeld, Julian. Das ist ein Psycho. Ach so, ja. Also das ist das Crytek-Magazin, ne? So. Und das Begadi-Zimmer-Magazin muss da bearbeitet werden. Siehst du das? Wo genau? Da. Ich kann es nicht zeigen mit Handschuhen. Ja, wird schon drauf sein. So, da muss man halt ein bisschen was wegschnitzen und dann sitzen die aber auch ganz gut. Mhm. Ja, so, und damit zurück ins Studio. Guck mal hier zum Beispiel. Hier ist ein ganz kleines Loch. Siehst du das? In der Top-Rail da. Ne? Ja, okay. Und wenn du da durchguckst, dann visierst du an. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hörchen, Entschuldigung. Ihr wisst, wir interessieren uns auch eigentlich meistens nicht so für irgendwie Original-Lizenz-Markings oder sowas. Tut mir an der Stelle ein bisschen leid für diejenigen, die sich da darauf fixieren, auf solche Sachen. Ich kann nur sagen, hier steht was drauf. Hier vorne ist irgendeine Seriennummer. Hier ist einmal P90, Kaliber 5.7 x 28. Wusste ich auch nicht. Dachte, wäre irgendwie 9 mm oder so. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung davon. Und einmal hier Fabrik Nationale Hairstyle Belgium. Was ja bei P90 oftmals stark kritisiert wird, ist das Spiel zwischen den beiden Bodyhälften. Ich meine, das sind nur mal zwei Hälften, die aneinander geschraubt sind. Man hat ja auch hier ringsrum die ganzen Imbusschrauben. Nicht jede Imbusschraube davon hat eine Funktion, aber schon einige, um die beiden Hälften zusammenzuhalten. Das besteht ja auch aus zwei Receiver-Hälften zum Beispiel. Ja, Upper Receiver kann man hier oben einmal mit einem Druck hier rein lösen und komplett abnehmen. Das geht sehr einfach. Allein durch diesen Aufbau ist das natürlich ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, hier hinten am Schaft festhalte und hier oben an diesem geilen Metallaufbau und dann so ein bisschen bewege. Kannst du sehen, ne? Ich habe keine Ahnung, wie schlimm oder gut das bei anderen Modellen ist. Dafür habe ich leider gar keinen Vergleich. Wirklich so gar keinen Vergleich. Ich kann euch aber wirklich nur sagen, dass ich damit auf jeden Fall durchaus zufrieden bin. Das ganze Gewehr fühlt sich sehr hochwertig an. Polymer, Kunststoff hier, alles in einem fühlt sich doch schon sehr hochwertig an. Hannes, du hattest es auch in der Hand. Was sagst du denn dazu? Ich habe keine Ahnung, wie das Original ist. Was ich unangenehm empfunden habe, sind die unabgerundeten Kanten. Wo? Hier. Genau. Ich finde, am störendsten ist es eigentlich hier an den Griffen. So, da und da. Da, wo man halt, wenn man ohne Handschuhe jetzt hier zum Beispiel anpackt, da fühlt sich das dann schon ein bisschen doof an. Kann man nicht anders sagen. Aber nichtsdestotrotz, so das Feeling an sich finde ich halt ziemlich gut. Da merkst du nicht irgendwie, wenn du jetzt hier anlegst, dass da irgendwas Spiel hat oder wackelt oder sich verdreht oder auch so. Das, was da wackelt, sind halt nur mal Teile, die sich bewegen müssen. Aber alles andere sitzt fest. Der ganze Upper sitzt wirklich fest da drauf. Die Rail
Es ist hier seitlich nur eine Rail dabei. Es kommt keine zweite dazu oder sowas. Ihr müsst euch dann entscheiden, wo ihr die haben wollt. Ob links oder ihr könnt es hier abschrauben mit den 2 Imbusschrauben und hier rechts dran schrauben. Hier vorne haben wir ein ganz normales 14 mm Negativgewinde. Den Flashhider hier mit einer kleinen Imbusschraube 1,5 mm gesichert. Schrauben wir gleich mal ab und schrauben mal einen Tracer dran, um zu gucken, wie das aussieht, weil Tracer, hallo, Muster dran. Wir müssen CQB spielen damit. Hop up. Ihr könnt einmal hier oder auf der Seite das Ganze nach hinten ziehen. Völlig egal. Und dann öffnet sich hier unten. Kriegst du das irgendwie drauf? So? Ja. Ja? Wenn ich jetzt hier nach hinten ziehe, öffnet sich da das Fenster, um das Hop-Up zu justieren. Das bleibt auch offen. Ihr müsst das dann manuell wieder zuschieben, wenn ihr das wieder zuhaben wollt. Ist eine Rotary Hop-Up Unit aus Kunststoff, direkt von Crytek, also auch mit Rastenfunktion, so wie man es von der Crytek LVOA, SPM oder sonst was kennt. Ziemlich cool, schnell einstellbar, zack, easy. Kein Problem. Auch zum Beispiel, um den Lauf zu reinigen, ne? Was man ja nach jedem ersten, zweiten Spiel unbedingt so machen sollte. Eigentlich nach jedem Spiel so. Machst du das, Hannes? Ja. Ich auch nicht. Sollte man aber wirklich. Also, zum Lauf reinigen, easy. Hier oben den Knopf wieder drücken, ne? Wie ich es vorhin schon mal gezeigt habe. Zack, Knopf drücken, nach vorne abziehen, fertig. Dann habt ihr die ganze Geschichte in der Hand. Hier siehst du ja auch nochmal die Hop-Up-Unit. Schön Rotary. Schönes Ding. Das ganze Gerät kannst du, glaube ich, auch, warte mal, ich habe es noch nie gemacht, aber es geht, glaube ich, so mit einem Bajonettverschluss. Jawohl. Und schon kannst du das Ganze rausziehen. Ich hatte ja eingehend schon informiert darüber, dass es ein 6,05 mm Messinglauf ist. Ein blaues Hop-Up-Gummi ist da drin. Guck mal, Hannes. Hier ist quasi der C-Clip. Aua. Der gerade weggeflogen ist. Jetzt ziehen wir ab hier. Aha. Ein blaues Hop-Up-Gummi, okay. Dunkelblaues. Ich kenne von Crytek eigentlich nur diese orangenen. Standard Hop-Up-Fenster. Ist alles nichts Besonderes. Und das Gummi hat aber wie von allen anderen Cryteks die 3 Schlitze längs drin. Und ist dadurch tatsächlich eigentlich ziemlich präzise gewesen immer. Also zumindest bei den orangenen. So, das dazu. Jetzt haben wir hier nur noch so ein halbes Speedboat hier irgendwie in der Hand. Wenn ihr wollt, könnt ihr. Hier drin kann man eine Feder sehen. Da soll es wohl Auswechselfedern geben, um somit das Abzugsgewicht zu verändern. Finde ich jetzt nicht so wichtig, weil eigentlich fühlt sich das eigentlich schon ziemlich geil an. So, man hört auch den Taster, weißt du das? Die ganze Elektronik und so weiter ist speziell für dieses Gewehr hier entwickelt und der Abzug funktioniert über einen Taster. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar über 2 Taster. Das werden wir gleich noch sehen, wenn wir die Gearbox mal rausnehmen. Denn hier in der 05er Vollauto-Version und auch für Österreich und Schweiz und was weiß ich nicht alles, gibt es die Funktion, wenn ihr den Feuerwahlhebel auf Auto stellt, ja, hier unten, der übrigens richtig geil und satt einrastet. Das kann man ja sogar richtig schön hören, ne? Verstellt sich schön leicht und rastet aber richtig sauber ein. Wenn ihr leicht durchdrückt, schießt ihr Semi. Das ist dann das erste Tasterklicken, was man hört. Und wenn man dann voll durchdrückt, das hörst du sogar, das ist ein zweiter Taster, der dann Vollauto schießt. Also dich Vollauto schießen lässt. Taster 1, ne? Taster 2. Als nächstes habt ihr noch die Möglichkeit, den Abzug einzustellen. Man nehme ein 2,5 mm Imbusschlüssel. Nicht erschrecken. Ich habe erst gedacht, ich mache irgendwas kaputt dabei. Habe ich aber nicht. Also, hier ist ein Loch. Da mit dem Imbusschlüssel rein. Und dann seht ihr schon. Ja. Ne? Ich bin da direkt an dem Abzugsmechanismus irgendwo. Und da ist eine Einstellschraube. 2,5 mm Imbus. Die kann man hin und her drehen. Also wirklich, die kannst du viel drehen. Einmal, wenn ihr sie sozusagen reinschraubt, also in diese Richtung dreht, dann verlängert ihr den Abzug sozusagen. Also das ist, glaube ich, auch die Position, mit dem das Ding ausgeliefert wird. Wenn ihr in die andere Richtung dreht, könnt ihr den Abzugsweg verkürzen. Und ich meinte eben nicht erschrecken. Ich dachte, ich habe mache irgendwas kaputt oder sowas, weil im ersten Moment ist das Ding natürlich irgendwie mit Schraubensicherung gesichert und dann geht das recht schwer kurz und dann geht es wieder leichter und dann dachte ich, hätte irgendwas weggebrochen oder so. Aber nein, das passt. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich habe während der Einstellung, ich habe wirklich sehr lange in die natürlich für den kürzeren Abzugweg Richtung gedreht und habe bis jetzt immer noch keinen großartigen Unterschied festgestellt. Also ich will mal gucken, wenn die Gearbox draußen ist, wie das System an sich funktioniert, bevor ich jetzt hier irgendwie weiter wild dran rumschraube. Jetzt zusammengebaut, testen wir das Gerät mal. Hier hinten Schaftkappe abziehen, so abdrücken von oben. Ja? So, ganz easy. Und da drin ist schon Akkufach, unter anderem hier oben. Das
geht keine Ahnung wie weit rein. So weit auf jeden Fall, dass diese Standard Triple Stick Akkus nicht komplett reinpassen leider. Was aber auch Probleme mit sich bringt, sind zum Beispiel diese Akkus, ne? 1000 mAh, 65C, 11.1er, muss schon ein 11.1er sein auch. Elektrik ist darauf ausgelegt. Die gehen hier oben so, ja, weißt du, es geht schon irgendwie rein, aber es ist nicht schön. Ich habe hier noch so einen alten GSG, 11.1er 20C mit 1200 mAh, der hat ein bisschen mehr abgerundete Ecken. Und der geht ein bisschen besser rein, aber ihr seht schon, wenn ich den hier rein drücke, drücke ich hier oben schon die Gehäusehälften auseinander. Ne? Wenn er dann so einen Punkt überwunden hat, landet der da drin. Das wird mit dem Akku nicht anders sein, aber schön ist nicht. Raus ist dementsprechend natürlich auch nicht unbedingt gut. Jetzt bitte Kinder wegschauen. Man zieht nicht an Kabeln. Habe ich jetzt gemacht. Ansonsten ist hier hinten noch zu finden die Einstellschraube, guckst du da, für den Motor. Geil, ne? Und, ein bisschen da drüber, das Federschnellwechselsystem. Bajonettverschluss drehen, so wie man es von jeder V2-Gearbox kennt. Rausziehen, fertig. Wie gesagt, Standard V2 Crytek Spring Guide mit Kugellager. Ist natürlich wirklich, gerade für die, keine Ahnung, Österreicher und was weiß ich nicht alles, sehr interessant, ne? Auch mit dem Frontset, ne? Wenn du dann mal irgendwie einen anderen Aufbau haben willst, zack, abziehen. Längerer Lauf rein, längeres Frontset dran, zack, hier hinten schnell Feder wechseln, 2 Dual. So. Oder lässt es halt so, 250 mm Lauf, zack, Feder rein, 1 Joule CQB. Voll geil. Akku dran, ja? Jo. Oh. Doggos. So, keine Rückmeldung oder sowas, das ist ja kein Titan oder sonst was. Was war das? Das waren die Hunde von Bentane. Die werden immer von unseren so ein bisschen geärgert. Boah, guck mal, ey. Komm, ich steck dich da jetzt rein. Ja, okay. Sitz, der bleibt jetzt da drin. Hansi! Komm mal her! Komm mal her! Hey! Ja, was geht ab? Na, Großer? Ja! Hey. Ja, das war's. Ich glaube nicht. Nee? Ja, komm mal her. Ja, komm mal her, Schatz. Also ich glaube, ich würde tatsächlich trotzdem einfach diese Nimrod-Akkus nehmen. Die Block-Type. So den ich jetzt hier reingequetscht habe. Magazin ist drin, Magazin ist leer. Safe, ne? Ist eine mechanische Blockade. Das war übrigens bei unserer getunten AUG der Abzugsweg. So. Ist oben rechts in der Ecke verlinkt. Auf Semi passiert gar nichts. Jetzt Magazin raus. Semi. Ne? Ist eigentlich ganz geil. Geht schon was. Full Auto. Pass auf. Erster Triggerweg. Semi. Der nächste. Ist doch geil, oder nicht? Funktioniert richtig gut. Semi. Zack. Ohne dass ich umstellen muss. Kann ich einfach mal mit Vollauto. Und ich muss auch sagen, Alter, die hört sich echt gut an. Für eine Original-Gearbox. Klappert, wackelt, kreischt, nichts. Nix. Nur 03. Folgende Problematik. Anscheinend ist sie hier auf jeden Fall über die Feder gedrosselt worden. Auf 05. Das heißt, wir müssen hoffen, dass die zukünftigen 05er Modelle für Deutschland mit Lauflänge gedrosselt werden. Weil wir haben jetzt zum Beispiel den Nimrod Akku dran mit 65C, den Block 1000 mAh und damit macht sie auf 05 im Semi, ja, im Prinzip, was sie will. Double Feeds sozusagen, und mit diesem Akku zum Beispiel von GSG, der ja ein bisschen schwächer ist insgesamt, macht sie dann zwar Semi-only, aber sie precockt jeden zweiten Schuss sehr stark. Die macht nicht eine volle Umdrehung, sondern so 1 und 3/4 so. Und dann der zweite Schuss ist dann fast nur noch direktes Auslösen. Deswegen haben wir zum Beispiel die Semi-Schüsse beim Chrono jetzt eben mit so einem kleinen 7.4er gemacht. 20C, 1100 mAh. Full Auto war jetzt dieser 65C 11.1er
von Nimrod. Und ich glaube, dadurch sind dann auch die 0,3 Joule zustande gekommen. Damit hat die so schnell geschossen. Ich denke, das Timing passt dann halt dann gar nicht mehr. Da muss auf jeden Fall dann was dran gemacht werden, wenn das auf Dauer so bespielt werden soll. Das ist halt ein bisschen schade und auch ein bisschen das Manko, wenn man jetzt hier das erste Modell hat. Da weiß man noch nicht hundertprozentig, wie es im Endeffekt dann auf den Markt kommt, leider. Aber vielleicht können die Hersteller oder die Importeure in Zukunft damit dann irgendwie schon was anfangen. Dass sie wissen, vielleicht, okay, macht man auf Lauflänge kürzen vielleicht mehr Sinn. Es ist wieder nur ein deutsches Problem. Ja, wieder nur ein deutsches Problem, stimmt. Jedes andere Land kann drauf kacken. Schussbild, da haben wir auch nochmal einen Testschuss gemacht. Aber diejenigen, die uns kennen, wissen, dass wir das nicht zeigen. Diejenigen, die jetzt uns noch nicht so kennen, aber das Review jetzt sehen wollen, weil sie auch ein deutsches Crytek P90 Review haben wollen, denen sei gesagt, von ganz normalen Schusstests, so wie wir sie hier machen können, da halten wir Abstand von, weil Wind von links nach rechts, loses Halten, Wackeln und so weiter beeinflusst ja das Schussbild enorm. Und solange wir keinen langen 50 Meter, 70 Meter langen Tunnel haben, wo wir das Gewehr eingespannt und windurchlässig, undurchlässig testen können, machen wir auch keine Schusstests für Reviews. Gut, das dazu. Aber ihr müsst da auf unsere jahrelange Erfahrung vertrauen. Mir fehlten gerade die Worte. Und uns glauben, dass die wirklich so für ein Stockgewehr schon richtig, richtig gut schießt. So, jetzt Gearbox raus. Ich dachte ja erst, wir müssen hier dafür ganz viele Schrauben trennen und das Ganze irgendwie auseinanderbauen oder sowas. Bis ich dann vielleicht doch mal einen Blick in die Anleitung geworfen habe. Da steht es nämlich geschrieben. Also ich baue als erstes mal hier das Upper-Teil wieder ab. Dann wird das Ding ein bisschen leichter und handlicher. Und dann muss rein theoretisch nur auf dieser Seite die obere Imbusschraube ab und auf der anderen Seite die obere Imbusschraube ab. Und dann soll man das ganze Gerät schon auseinanderbauen können. Gucken wir uns das mal an. Was brauchen wir da? 3er, 4er? 3er, ne? 3 mm Imbus. Ich habe jetzt schon Bock, die zu tunen, ne? Aber richtig. Und schon soll man wohl hier hinten diesen Deckel so abklappen. Ihr müsst hier auf diesen Taster drücken für die Magazinabschaltung. Der bleibt sonst am Gehäuse hängen, also den einmal reindrücken. Bitte nicht zu doll, das ist wirklich nur ein ganz kleiner Taster. Und dann hinten, könnt ihr ruhig mal kurz am Kabel ziehen, da ist keine große Gewalt hinter. Einmal rausziehen. Fertig. Gehäuse ist natürlich jetzt super leicht. Total geil. Aber was da noch drin ist, ist das Gestänge. Das würdest du dir noch kurz angucken. Ach ja, das ist wie so ein kleiner Block, der hier, guckst du, von innen hier so reingreift und dann hier auf die Taste drückt. Ne? Jawohl. Ja, und jetzt musst du dir vorstellen, die Einstellschraube, also du hast ja mal hier sind ungefähr die Taster, wo die roten Kabel beginnen, ja? Und du hast dann hier diesen Block, der da drauf drückt. Und dann hast du nur die Einstellschraube, die dann die Distanz zwischen Taster und Block einfach nur ändert. Ich hätte vorhin einfach nur ein bisschen weiter drehen müssen, dann wäre das schon gegangen. Also du schraubst hier hinten, wo mein Finger ist jetzt zum Beispiel da in der Gegend, schraubst du dann an der Schraube rum und dann kommt einfach dieser Block den Tastern näher. Ich hoffe, das ist verständlich genug. Ansonsten haben wir jetzt die Gearbox vor uns liegen. So ein richtig schöner Metallblock. Sieht auf jeden Fall sehr massiv aus. Wenn es so nach gewohnter Crytek-Qualität geht, dann würde ich auf jeden Fall sagen, kann man damit alles Mögliche anstellen. Hier an der Seite ist halt noch der Halter. Das ist dieser Taster für die Magazinabschaltung. Kleine Feder hier oben drin. Das ganze Gestänge ist ja so geführt. Wir haben hier auf jeden Fall einen offenen Zylinder mit 3/4 Öffnung ungefähr. Auch Standard bei allen Crytek V2 Gearboxen. Das hier ist wohl der Cut-Off. Hier, denke ich mal, wird das reingreifen auf Sector Gear, auf die Steuernocke vom Sector Gear. Ne? Und normalerweise sollte dann hierdurch der Abzug unterbrochen werden. Aber ich denke mal, das hat keine richtige Gearüberwachung in dem Sinne. Also so, dass der Motor dann gestoppt wird, sondern wirklich nur, dass elektronisch dein Abzug, dein Schuss abgebrochen wird. Deshalb überdreht er auch so stark, weil er keinen Active Brake hat. Du siehst auch jetzt wieder, ne? Pisten ist da zu sehen im Fenster. Also jetzt schon mal wieder ordentlich weit aufgezogen. Ne? Wenigstens ist der Motor dann stark genug. Das ist ein schwarzer Motor, wir werden es gleich genau sehen, aber ich denke mal, das wird der 30K Motor sein. Dass der dann wenigstens stark genug mit dem 11.1er, um den fast voll aufgezogenen Pisten dann wieder nochmal komplett zu lösen. Ne? Bin mal gespannt, wann dann der Erste die passende Elektronik dazu rausbringt. Ich glaube, das ist nochmal ein großer Faktor. Ja, da bin ich nochmal sehr gespannt, weil wenn die rausgebracht ist, weil das ist ja eigentlich ganz gut zu realisieren bei dem Ding, bei dem
Jetzt wollte ich Ding und Gerät sagen. Bei dem Teil ist das ja ganz gut zu realisieren. Schrauben wir so auseinander, oder was? Auseinanderschrauben. Sehr schön. Ich glaube, es macht am meisten Sinn... Also, wie immer bei uns, ja, wer uns noch nicht kennt, ich habe mir das nicht vorher angeguckt. Also, ich so Learning by Doing. Erstmal gucken, wie es auseinander geht und dann sehen wir weiter, ja, was uns so entgegenkommt. Also ich glaube, die Elektronik kann man alles in einem komplett abnehmen. Ich ziehe erstmal die Stecker vom Motor ab. Dann schraube ich auch die Sicherung einmal ab. Das ist eine extra Sicherungsplatine hier hinten, damit man da schnell drankommt. Platine ab, Stecker ab. Meine, wenn ich jetzt diese Schraube nehme, die geht dann auch durch den Motorhalter hier. Das ist ja auch einmal so ein Block. Die hier ab und die hier vorne. Ich denke, dann kann man schon die Elektronik abnehmen, oder? Ja. Und jetzt brauchen wir, glaube ich, nur noch die eine Schraube hier abdrehen. Hier oben ist noch die QC-Schraube. Jawohl, da ist es. Geil. Zack, Motor raus. Jo, ein Standardmotor, 30 km habe ich ja gesagt. Das heißt, da kann man mit anderen Motoren richtig schön Gas geben. Muss natürlich nicht unbedingt, aber ich will es jetzt einmal raus haben, damit ich mir die Schimmung richtig schön angucken kann. Was ich schon gesehen habe in der Explosionszeichnung ist, dass da ein Standard Crytek Spurgear drin ist, was dann dementsprechend mit der Feder selbst schimmt ist. Ich bin ja normalerweise kein Fan davon, aber bei Crytek lief das tatsächlich sehr, sehr gut. Gucken wir mal, Bevel. Ja, das habe ich mir gedacht. Bevel Gear ist nämlich fast immer recht locker. Guck mal so. Das kann man so ein bisschen hin und her werfen hier. Okay, stecken wir hier den Motor nochmal dran, also den Motorkäfig an der Stelle. Und schrauben mal die eine Schraube nochmal rein. Auch nochmal eine reindrehen. Ja gut, ist schon ein kleines bisschen weniger, aber dennoch zu viel. Da kann man auf jeden Fall nochmal ein bisschen das ganze System verbessern. Standard Crytek Kugellager sind verbaut. Und das Sector Gear hat auch ordentlich Spiel. Gut, also Schimmung bis aufs Spurgear, was ja selbstständig ist, nicht wirklich so pralle. Natürlich auch hier wieder besser, ein bisschen zu locker, so wie es jetzt hier ist, als das Crytek das dann irgendwie zu straff macht und dadurch die Lager schneller verschleißen. Aber ein bisschen schöner könnte man das schon machen, ne? Also G&G und so weiter, die machen das auf jeden Fall besser. Zu guter Letzt sieht es so aus für mich, als hätten wir nur noch hier oben 3 Schrauben. Dann nochmal wie bei einer V3 Gearbox, hier oben so ein Blech. Gears. Wie schon erwartet, Standard V2 Gears, Standard V2 Crytek Gears vor allem, Sector Gear mit 1610, auch hier mit dieser Nocke für die Tappelplate in der Form, in der Art, wie man es kennt von Crytek. Das ist wirklich alles wie von der Standard M4 Crytek aus der Nautilus Gearbox übernommen. Auch Standardübersetzung, 18:1, passt. Ist ja im Grunde genommen auch nichts großartig dran auszusetzen. Das Bevel Gear ist nicht so geil. Aber geht, für eine Standard-Gearbox reicht das auf jeden Fall hin. Die Tappelplate ist komplett anders, also kenne ich so gar nicht. Die sitzt dann hier drin und hat solch eine Feder verbaut. Also die Feder liegt hier nur so drin und die Tappelplate so, stützt sich drauf ab. Ist ja fast wie bei KWA. Bloß KWA hat wenigstens noch so eine Art Spring Guide für die Federn. Aber alter Schwede, ist auf jeden Fall gut straff. Ansonsten auch der Standard V2 Piston. Ja, dichtet gut ab. Mal gucken, wie es in Schussposition ist vom Nozzle, von der Nozzleabdichtung her. Auch noch sehr gut. Schön. Sitzt. Ist natürlich ordentlich Schmatze überall drin. Ne? Ihr seht hier, was hier alles glänzt. Für mich ein bisschen viel. Weil das findet ihr alles dann später am Hoppergummi wieder. Aber na gut, so ist das nun mal manchmal. Also die Qualität ist natürlich wieder hier, ne, mit einem ganz stinknormalen Nylon-Pisten mit 4 Stahlzähnen oder so. Hier in dem Fall ein schönes, dickes Sorbopad. Guck mal hier. Ja. Das ist auch gar nicht so hart. Daher kommt eigentlich ganz cool. Ja, hört sich ja wirklich gut an. Und halt Offset ohne Ende. Also ja, dezent. Dezent. 21,3. 21,2. Das ist ein Standard Crytek M4 Nozzle. Genauso wie es ein Standard Crytek Zylinder ist, wie es ein Standard Crytek Piston mit Pistonhead ist, Standard Crytek Gears, Standard Crytek Motor. Mussten da nicht viel Neues erfinden. Nicht schlecht. Wobei ich behaupten würde, dass der Entwicklungsaufwand für das Ding dezent gewesen sein muss. Ja, klar. Cool. Dann wär's das eigentlich, oder? Tatsächlich spontanerweise. Ja. Also Montage natürlich
genau andersrum. Ne? Ich denke nicht, dass wir das jetzt unbedingt nochmal zeigen müssen. Ich finde es soweit ganz cool, das Ding. Also mir gefällt es sehr gut. So gut, dass ich das schon auch gern mir an die Wand hänge. Also, Fazit. Ja, Fazit. Also wie gesagt, ich bin hellauf begeistert von dem Gerät. Ich habe da mega Bock drauf, das zu tunen. Weil es bietet einfach wirklich gute Ansätze dafür. Womit ich ein bisschen Probleme habe, ist die Elektrik. Da hoffe ich mal, dass demnächst mal irgendwer das Ding hier mal neu erfindet. Obwohl es natürlich schon gut ist für ein Stockgewehr. Gar keine Frage. Die Lösung an sich, wie sie das hier aufgebaut haben für die Elektrik und so weiter, ist top. Ja, ansonsten, ja, ich habe ja jedes Mal zu jedem Bauteil, was ich so gut fand, schon immer gesagt, dass ich es sehr geil fand. Ne? Ich würde sagen, für jeden, dessen Herz für eine P90 schlägt und sich zurückgehalten hat aufgrund der Qualitätsmenge anderer Hersteller. Ja, das ist auf jeden Fall das Gewehr, was ihr gesucht habt. So können wir es stehen lassen, glaube ich. Ist echt schön. Also, zu diesem Gewehr werden wir in Zukunft auf jeden Fall noch ein Tuning-Video bringen. Mindestens ein Gameplay mit getuntem Gewehr. Vielleicht auch ein Gameplay ohne getuntes Gewehr. Vielleicht kommen die Szenen auch im Porn vor gleich. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall lohnt es sich, dran zu bleiben. Abonniert den Kanal und lasst ein Like da oder einen Kommentar, wie ihr lustig seid oder alles. Und ja, ich freue mich aufs Tuning einfach gleich. Ne? Das werdet ihr dann sehen. Ne? Also, viel Spaß beim Porn. Big time, no man now. Diamonds in my teeth, I got a lot of shine. Running up the number, that's a lot of crime. Try to take it from me, must be out your mind. Big time, lot of slime. Smoky in the air, that's a lot of pine. Pockets running over with the dollar sign. Try to take it from me, yeah. Big time, big time, big time. Verreckte Schweine! Mentos, Jungs! Big time, number 9. Diamonds in my teeth, I got a lot of shine. Running up the numbers, that's a lot of crime. Try to take it from me, must be out your mind.